Hallo, willkommen zurück in unserer Baustelle. Ruine darf ich ja nicht mehr sagen, weil wir jetzt ein Dach oben drauf haben. Also, willkommen zurück auf unserer Baustelle. Wir haben hier die Woche Schutt weggebracht. Ist gar nicht so weit weg von uns, das finde ich ganz gut. Da sind wir jetzt 800 Kilogramm Bauschutt leichter. Dann haben wir noch den Werkzeugraum gestrichen. Also ich habe den gestrichen das erste Mal. Und das ist irgendwie ein Phänomen bei mir. Ich gucke die Farbe nur an und die Farbe ist dann direkt bei mir. Keine Ahnung, ich bin direkt weiß. Carlos oder meine Mutter, die können in den sogenannten Sonntagsklamotten streichen. Die sind immer aus Picobello. Kein Tropfen Farbe an denen. Ich sehe immer aus wie eine Wutz. Das war schon immer so. Es steht ein Glas auf dem Tisch. Wer schmeißt dieses Glas um? Ich. Ist ja klar, ne? Aber ich denke mal, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und meine Familie auch, dass ich etwas chaotisch bin in manchen Sachen und irgendwie die Türrahmen zu klein sind. Ich jedes Mal gegen den Türrahmen renne, aber na gut. Ich bin trotzdem groß geworden und es hat irgendwie alles geklappt. Ja, wie gesagt, wir haben den Müll weggebracht, wir haben noch gestrichen und dann haben wir angefangen von der Waschküche die Verschalung dran zu machen. Da kommt jetzt noch eine Betonplatte hin, weil Trockner und Waschmaschine drauf sollen und ich vermisse meinen Trockner. Ich weiß, es ist nicht ganz so dramatisch, aber der macht so schön die Hundehaare weg, der Trockner. Ja, und wenn das hier dann doch so regnet, dann trocknet meine Wäsche sehr schlecht und ist so ein Trockner doch angenehm. Ich hoffe, dass ich den bald habe. Aber dann, bis ich den habe, ist wahrscheinlich Sommer, dann brauche ich ihn auch nicht mehr. Erst wieder dann im Herbst. Ja. So, genug geredet. Schaut euch das Video an und denkt dran, liken und abonnieren. Und bitte, 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 schreibt Kommentare. Da freue ich mich immer drüber. Bitte. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Schrotthändler, um unseren Bauschutt abzugeben. Da kann man das nämlich auch machen. Da hat er so eine Ecke wohl, wo man auch Bauschutt hinlegen kann. Das ist sehr gut, ist nicht ganz so weit weg von uns. Dann bringen wir jetzt erstmal ein bisschen Bauschutt dahin. So, hier dürfen wir unseren Bauschutt entsorgen. Das ist voll im Schlamm. Ja, ich weiß. Ja, das ist Das kommt dahin. Der Schutt ist weg, fast weg. Haben 800 Kilogramm weggebracht. Fast eine Tonne. Aber leider war es nicht der letzte, aber wenigstens das ist schon mal weg. Jetzt haben wir wieder Platz und jetzt können wir endlich hier drin ein bisschen weiterarbeiten.
Haben wir heute mal ein schönes Paket bekommen und da freue ich mich schon drauf, mal zu gucken, weil das ist ja wie Weihnachten, Handwerker und Werkzeug. Ja, machen wir hier mal noch auf. So. So, einmal von der Firma Siegmann. Auch vielen Dank an den Jackson von der Siegmann Firma, dass sie uns mal hier so einen schönen Laser geschickt haben. Neueste Modell CM S02. Wir packen das mal aus. So, da kommt jetzt hier mal ein schöner Koffer. Das ist ein bisschen. So, das muss man nicht gerade dreckig machen. Schön gepolstert. So, da haben wir den. Sehr schöne Laser. Ich meine, ich habe schon Laser gehabt, aber billige Ausführung. Ja, sehr gut. So, hier unten haben wir den. Der wird mit 2 Akkus geliefert. Hier nehmen wir schon mal einen Akku raus. Also schon mal da rein. So, was haben wir denn hier noch alles? Stellen wir den hier dahin. Akku ist jetzt nicht. So, Bedienungsanleitung natürlich. Dann haben wir hier so eine Platte, die kann man dann an der Wand anschrauben. Zeige ich nachher mal. Zum Aufladen USB-Anschluss. Da haben die Akkus auch hier den Anschluss für den. So, was noch? Ja, das ist sehr wichtig. Dann haben wir hier die Plattform, wo man den Laser installiert. Hier oben drauf. Man kann sie auch so hinstellen. Hier geht es einmal hoch, einmal drehen, einmal vor, zurück. Ja. Wer schon mit so einem Laser gearbeitet hat, der kennt das. Wer nicht, sehr, sehr praktisches Utensil. So, der Laser wird dann hier oben drauf geschraubt. Zeige ich nachher auch nochmal. Ein bisschen runter. So, mal wieder rein. Hier ist noch eine kleine Plattform, wo man die Laser draufstellen kann und dann hoch und runter drehen kann, wenn man Boden zum Beispiel anreißt. Hier kommt noch eine Fernbedienung mit dazu. Dann kann man den auch sehr praktisch, wenn man auf der Leiter ist irgendwo. So, und jetzt zum Laser selber. Hier ist ein Grundlaser. Paddy, geh mal an der frische Luft. So, der nivelliert sich von selber und dann gibt es die verschiedenen Möglichkeiten mit der Höhe. Was ich bei dem sehr gut finde, der hat unten drunter eine, das ganz genau auf dem Boden hinstellen kann und dann kann man zum Beispiel für Fliesen arbeiten. Sieht man den? Sieht man jetzt nicht. Doch, jetzt. Das ist ziemlich nah am Boden. Das heißt, man muss den nicht irgendwo runtermessen, man kann den direkt auf den Boden hinstellen. Sehr gut. Hier kann man da auch verschiedene Laservarianten sehen. Wenn man nochmal den Kamera sieht. Verschiedene Einstellungen. Da an den Gipskarton kann man das sehen. 1, 2, so. 16 verschiedene Strahlen hat er. Nach oben und wieder. So, und da unten noch. Man kann es hier sehen an der Seite.
Man kann auch die Intensität von dem Laser einstellen. Weniger, dann blinkt er. So, da wird es weniger und da wird es stärker. Da blinkt und so ist es am stärksten. Jo, sehr schönes Gerät. Vielen Dank nochmal an die Firma Sigma und an Jackson. Sehr gut. Jetzt wollte ich mal zeigen, hier mit diesen das schiebt man da ein bisschen vor. So, da wären wir jetzt auf der Plattform. Man kann die Nebel aufmachen. Dann steht er auch ziemlich stabil auf dem Boden, fällt er nicht hin, wackelt nicht. So. Man hat auch noch mal so eine Zielscheibe für grüne Laser, dass man den besser sehen kann. Und jetzt haben wir hier die Platte. Die Platte wird dann hier, die kommt dann hier drauf. Man kann sie überall anschrauben, ziemlich stabil, ziemlich stark der Magnet. Oh ja, das ist sehr stark. So, die kann man dann natürlich auch so nehmen und man direkt an dem Profil anbringen. Und schon haben wir die Höhe. Man kann sie dann noch mal kurz einstellen, welche Höhe man will, drehen. So. Kann ich hier drehen noch. Und hier halt hoch und runter. Und natürlich die verschiedenen Einstellungen wieder. Sehr schön. Das sieht ja sehr gut, deutlich, sehr weit. So, man kann auch hier die Platte nehmen und dann zum Beispiel hier anschrauben. Vorsichtshalber neu schrauben. So. Ist bombenfest. So, dann kann man den wieder betreiben. Stellt sich auch selber ein. Verschiedene Laser wieder. Sehr schön. Zurück. Ja, das hätte ich auch fast vergessen. Wir haben hier noch die Fernbedienung noch dafür, wo man auch die verschiedenen Laser einstellen kann. Klick, da. Intensität kann man auch einstellen. Weniger, blinken, mehr. Sehr gut, wenn man auf der Leiter ist zum Beispiel. Das kann man wegmachen. Jetzt nur die Horizontallinie. Vertikal. Ja, sehr praktisch, wenn man oben auf der Leiter ist und dann wenn Laser ist auf der anderen Seite vom Raum. Sehr gut durchdacht. Weiß ich zu schätzen, sowas. Ja,
Kommt Bedienungsanleitung, mehrersprachig. Deutsch auch, Englisch. Alles da. 2 Akkus. Wie gesagt, mit dem USB-Anschluss kann man die schön aufladen. Ja. Und jetzt muss ich den bei der Arbeit testen. Man kann auch hier sehen, wann der dann angeht. Kannst du mal dafür? Wie der sich dann zentriert. Selber, wann er angeht. Okay. Und man kann damit arbeiten. Der nivelliert schon selber. So. Man kann ja auch die Schrägen dann auch nutzen, wenn man den so und man kann den danke Argos wollte auch ausprobieren. So zum Beispiel hier, wenn man da ein Treppenhaus oder irgendwas machen will oder eine Schräge mit Trickgips, und dann zeichnet er das schön an. Natürlich, wenn der irgendwo steht, der hat so in der Hand, ist nicht so gut. Und dann bleibt er auch. Und wieder Ausgangsposition. So. Und dann haben wir den auch per Handy, kann man den auch steuern. Und man hat hier Fernbedienung. Kannst du das mal kurz zeigen, wie das aussieht? Ja, so sieht er aus, der App. Dann haben wir die verschiedenen Einstellungen. Und man kann sie hier dann ändern. Der zeigt ja auch, welche Laser an ist, welche aus ist. Man kann auch hier den ausschalten, den. Dann haben wir nur den unterste. Dann haben wir wieder alle da. Den und den hier noch. Der geht auch noch mal an. Und hier haben wir die Intensität. Also man kann hier die Intensität vom Laser wieder einstellen. So, ganz schwach. Und dann ganz oben. Hier nochmal. Sehr praktisch. Schon Spielerei. Nee. So. Ja, das wär's. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an die Firma Sigma und an Jackson. Sehr tolles Gerät, gut verarbeitet. Man sieht ja auch, dass es kein billiger Laser ist, sondern richtig, man hat auch was an der Hand. Also ist wirklich gut verarbeitet. Und der kommt gleich auch schon in Arbeit. Ja, wir werden die nächste Wende schon damit aufstellen. So. Auch hier die Plattform, wo man den Laser einstellt, das ist ja richtig robust gebaut. So, ich habe schon mit anderen Laser gearbeitet, die waren wirklich billig im Vergleich zu diese hier. Billige Verarbeitung, Plastik ganz leicht und bei dem nicht man merkt, das Gewicht stabil gebaut. Was gut ist für die Baustelle. Ja. Und die Magneten sind sehr stark. Also die halten wirklich. Also die sind bombenfest an dem Metall. Das ist gut. Das will man auch auf der Baustelle auch haben. Man will ja den Laser nicht auf dem Boden haben. Hier kommt dann die Waschmaschine und der Trockner hin. Das muss die Betonplatte, die vorhandene Betonplatte, die muss nur noch ein Stück verlängert werden. Und deswegen muss der Carlos dann eine Verschalung drum machen. Ja, und das macht er gerade. Oder fängt jetzt an.
Höhle. Dann sagen wir mal bis nächste Woche. Tschüss.